Du, Robert? Ja? Ich brauche mal deine Hilfe. Ich habe jetzt aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass man den Anker werfen soll, wenn man noch draußen ist. Jetzt hängt der hier so senkrecht im Wasser. Und ich vermute, dass es nicht so einfach ist, wie loszufahren und dann den Anker zu lichten. Meinst Und du bist ja stark. Und da habe ich gedacht, ob du das vielleicht machen möchtest. Normalerweise ist das so, wenn jemand das gemacht hat, derjenige, der muss das machen. Das ist Frauensache, ja? Nein, Scherz, Mann. Nee, ich weiß nicht, lass uns... Ich habe ja gehört, die polnischen Männer sind besonders zuvorkommend. Natürlich hilft mir Robert. Er ist mein Gastgeber und gebürtiger Masure. Man braucht einfach nur Kraft. Oder einen starken Mann dabei. Masuren. Das ist nicht bloß ein Reiseziel, es ist irgendwie auch ein Sehnsuchtsort. Erinnerung an Vergangenes liegt in der Luft. Aber auch Freude auf Natur. Das Land der 1000 Seen liegt im nordöstlichsten Winkel Polens. Ich will Masuren entdecken, und zwar vom Wasser aus. Dafür habe ich Verstärkung mitgenommen. Hier mein Kameramann Michael. Außerdem unser Tonmann Christian, der ist übrigens auch hier geboren. Und unser Assistent Joshua. Und eben Robert Wrobel. Mein Schiffskompagnon will mir seine Heimat zeigen. Auf diese Gegend freue ich mich und auf das, was wir erleben werden. Auf dem Wasser und an Land. Schön, dich Hallo, live zu sehen. Nein, in Polen dreimal. 1, 2, 3. Nur die Männer oder auch die Frauen? Die Frauen müssen nur stillhalten. Die Frauen müssen nur stillhalten. Das ist ja toll. Schön, dich zu sehen in Danzig zum ersten Mal. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ausgerechnet an der schönsten Straße in Danzig, Frauengasse. Wir sehen den Rest, was? Ja, gerne. Komm. Zugegebenermaßen ist mir Robert noch etwas fremd, obwohl wir schon ein paar Mal telefoniert haben und er mich, Stand jetzt, schon 3-mal geküsst hat. Wir sind jetzt gerade in der Rechtsstadt. Rechtsstadt. Rechtsstadt, das ist das berühmte Teil von Danzig, die zu Hansa gehörte auch. Dieses Stadtviertel ist das älteste Teil, wird angenommen, es wurde bei dem Jahre 960 gegründet, bei Mottlau, nicht weit von der Weichsel. In Danzig kann man herrlich herumstromern und dieses appetitliche, goldschimmernde, fossile Harz kaufen, in fast jeder Form. Der Handel damit und eine eigene Zunft haben Danzig den Titel Welthauptstadt des Bernsteins eingebracht. Wer sich traut, kann selbst über den Seitenarm der Mottlau paddeln und die Stadt vom Wasser aus erkunden. Neben den etwas größeren Schiffen. Auch wir nehmen schon mal Kontakt mit dem Wasser auf. So, das ist für dich. Danke. Dla pani jest który? Ten pierwszy? Ten dla pani, tak? Ten dla mnie. Dobra, also soll ich als Erster einsteigen? Das ist für dich. Nee, lieber Lapani zuerst einsteigen, falls was schief geht. Nee, du Pani, kannst auch zuerst Pani. einsteigen, Okay. wie du willst. Pani heißt Dame. Eins der immerhin 10 Worte, die ich kann. Robert hat Deutsch in der Schule gelernt und in den Ferien bei seiner Oma in Deutschland geübt. Seine Vorfahren waren Ostpreußen. Wer zuerst am Krantor ist, Ja, können wir machen, so einen ich habe Wettbewerb. Angst. Der ist nicht weit. Hier in Danzig hat Robert Germanistik und Geschichte studiert.
Zwischen der Rechtsstadt und der Speicherinsel, da ganz hinten, sehe ich schon Danzigs Wahrzeichen, das Krantor. Also original ist der Kanton aus dem 14. Jahrhundert. Damals das war das Land der deutschen Ordensritter. Denn ab dem Jahre 1308 gehörte Danzig an die deutsche Ordensritter. Also kann man sagen, es wurde von den Danziger Kaufleuten gebaut. Obwohl damals die meisten Einwohner in Danzig waren deutsche Kaufleute. Ja, ab wo wollen wir denn? Ab jetzt? Ja, dann kommen wir auf eine Höhe. Ja. Okay? Ja. Gerne würde ich behaupten, ich lasse ihn gewinnen. In Wirklichkeit bin ich abgelenkt. Okay, du hast gewonnen. Ich habe mich schlau gemacht. Danzig war immer wieder Schauplatz für Wendepunkte im Weltgeschehen. Zum Beispiel hat hier mit dem Angriff von Nazi-Deutschland auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. Und in den 80er Jahren haben die hiesigen Werftarbeiter mit ihrer Streikbewegung Solidarność das Ende des Kommunismus losgetreten. Die Generation von Robert und mir hat eigentlich nicht mehr viel auszusöhnen. Und trotzdem hakt es ab und zu zwischen den Deutschen und den Polen. Wir beide reisen jedenfalls unter der Fahne der Freundschaft. Dafür schaffen wir uns zuerst eine Grundlage. Die besteht aus Wildschwein- und Entenpastete, Blutwurst, Rind, Truthahn und Hering. Vegetarier müssen in Polen ganz stark sein. Abstinenzler übrigens auch. Wow. Das ist Mahandel. Kompliziert. So ein Ja, kompliziertes das ist ja deutsch, Goldwasser. Der Name ist deutsch. No? Mahandel and Goldwasser. They're from Gdańsk here. Kellner Martin erzählt, dass der Kräuterlikör Danziger Goldwasser vor über 400 Jahren hier erfunden wurde. Auch der Wacholderschnaps Machandel stammt von hier. Beide Schnäpse wurden nach Geheimrezepten von Danziger Familienunternehmen produziert. Die haben nach dem Ersten Weltkrieg Niederlassungen in Berlin und Oldenburg gegründet. Und der Schnaps wird heute noch aus Deutschland angeliefert. They start to reproduce it again in the German. And send it to Danzig. Yes, and they send it. Der Machandel wird traditionell mit einer getrockneten und geräucherten Pflaume und einem Zahnstocher serviert. Ein Schiff mit Schiffsmast soll das sein. Im Interesse der Seefahrer ist es immens wichtig, die Trinkanleitung hierfür genau zu befolgen. Also in Polen muss man stoßen. Zuerst Was sagt man? Zum Wohl. Na zdrowie auf Polnisch. Na zdrowie. Na zdrowie ist polnisch. Okay, Verrückt. da gehen wir in die Instruktion nach. Ja, Rausnehmen, das kann ich. essen. Essen. Der Stein ist links, die Pflaume Okay. ist rechts. Dann trinken. Also im Prinzip fluten, ohne das Schiff zu versenken, damit es heil wieder zurück in den Hafen kommt. Stein wieder rein. Und Mast brechen was brechen. und dann reintun. Achso, Reintun, ja, richtig genau. durchbrechen. Alle. Geschafft. Die nächste Aufgabe wartet schon. Jetzt Rhabarber, Gibt's nur na zdrowie. Rhabarberlikörchen. Ja, genau. Also, na zdrowie. Na zdrowie. Oh, das war gut. Stark ist es nicht. Um das Goldwasser ranken sich verschiedene Legenden. Martin erzählt die vom Neptunbrunnen hier um die Ecke. Aus dem kam nämlich das Wasser für den Schnaps. Neptun war genervt, weil die Leute andauernd Goldmünzen in seinen Brunnen warfen und hat vor Wut mit seinem Dreizack in die Münzen gestochen. Daher das feine Gold. Noch ein? Nein. Dann kommt die Königin zum Schluss. Die Königin kommt zum Schluss. Danziger Goldwasser. Julia, nach der polnischen Tradition zuerst antasten. Was sagt man da? Na zdrowie, sagt man da. Na zdrowie. Das ist aber der letzte für heute.
Zu Hause trinke ich nie. Gerade fühle ich mich hier äußerst willkommen und irgendwie aufgewertet. Ich glaube, da sollen keine Goldblättchen bleiben. Ich habe alle Goldblättchen im Mund. Gehen wir. Ja, Und, wie geht's dir? frische Luft, ja, hervorragend. Nach den Getränken? Mir geht's sehr gut. Gehen wir links, was? Gehen wir links. Mit Gold im Mund und Schwips im Kopf segeln wir in den Danziger Abend. Das ist es? Ja, ich glaube, das ist unser Spot. Wir wollen ja auf dem Wasserweg Richtung Masuren reisen und sind jetzt im Weichselwerder, nicht weit von Danzig. Da hat Robert nämlich einen alten Bekannten. Pół godziny spędziliśmy przed bramą. Cześć, Łukasz. Cześć, Robert. Genau, Julia. Julia. Kręciliśmy Łukasz przed bramą Krajewski materiał. baut Pół godziny Hausboote wejścia und do vermietet sie an Nasza Hobbykapitäne. łódka, tak? Tak. Doch, das ist unser Spot. Von ihm wollen wir lernen, wie man so einen Kahn überhaupt steuert. Das müssen wir nämlich bald selber können. Sehr schön aus, das Boot. Also, fahren wir los. Dieser Seite. So, Kapitän Lukas ist an Bord. Ja. Die Passagiere setzen sich. Kann losgehen. Okay, Ich muss jetzt genau da sind aufpassen. wir nicht mehr Landratten. Jetzt sind wir keine Landratten mehr, genau. Łukasz hat dieses Hausbootmodell selbst entworfen. 7 Personen können an Bord übernachten. So weit sind wir noch nicht. Heute geht's nur ums Üben. Wir schaffen es gerade pünktlich zur Hebebrücke bei Rübina. Die wird nämlich nur alle paar Stunden geliftet. Das Mündungsdelta der Weichsel eignet sich großartig für Hausboottouren. Wir schippern gemütlich entlang der Elbinger Weichsel in Richtung Osten. Die Landschaft und das langsame Tuckern machen mich ganz ruhig. Wir Passagiere sind allerdings nicht nur zur Dekoration an Bord. Bin ich dran? Oh, toll. Ich habe aber noch keinen Führerschein. Also Du Bootsführerschein. brauchst noch keine hier. Nee? Diese in Holland für Hausboote brauchen wir keine Führerschein. Okay. Ich habe mich vorbereitet mit der Mütze hier. Ansonsten nicht. Ja, oh. Bis aufs Geradeauslenken geht es aber überraschend gut. Ich habe einfach Talent. Robert, willst du auch mal fahren? Ich kann schon alles. Hast du schon alles? Hast du schon alles gemacht? Einparken kommt erst später, weißt du? Du musst erst mal die Basics lernen. So wie es scheint. Oh, 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 Moment. Okay, jetzt geradeaus. Zu dem oder zu dem? Nächster. Dieses geradeaus. Ja, Ja. aber gerade. Ja. Okay. Łukasz steigert den Schwierigkeitsgrad. Anlegen, ohne was kaputt zu machen. Neben dem Albatros. Immer geradeaus. Immer geradeaus. 30 Grad. 30 Grad 30 Winkel. Grad, ja. Meinte ich auch. Und jetzt? Und jetzt einfach drauf Ja, zu? alles ja? okay, alles ja, okay, ja, ja, alles ja. okay. Jetzt schon neutral oder noch Jetzt nicht? neutral. Neutral. Ja, Ja. oder rechts. Ja, Ja, und- ist ganz und rechts, zurück. jetzt zurück. Und zurück. Ja. Immer. Nochmal. Okay, alles neutral. Neutral? Nicht vergessen. Und jetzt? Okay, Zack. Bestanden. das war super gemacht. Sag ich doch, Naturtalent. Hast du gehört. Perfekt, habe ich gehört. Stark gemacht. Ja? No. Schön.
Jeder kann ja irgendwas gut und dafür was anderes gar nicht. Ich zum Beispiel bin kein Fahrradfreak. Weil Robert aber ein leidenschaftlicher Radfahrer ist und mir etwas bieten möchte, habe ich einfach nicht das Herz, ihm das zu sagen. Also machen wir die aus seiner Sicht schönste Radtour in Ostpolen. Die geht über die sogenannte Frische Närung, eine schmale Landzunge zwischen der Ostsee und dem frischen Haff. Die Närung ist 70 Kilometer lang und mündet in den Königsberger Bezirk. Da wären wir dann schon in Russland. Mir reichen die ersten 8 Kilometer. Oh, wie schön. Das ist was. Das ist echt schön. Robert war als Kind nie am Meer, weil seine Eltern für Strandurlaub nicht das Geld hatten. Jetzt gucken wir zum Nordpol von hier. Genau, zu den Schweden. Da ist Schweden. Er sah die Ostsee zum ersten Mal als Student. Für ihn ist übrigens T-Shirt-Wetter. Mir klappern die Zähne. Nach 4 Stunden erreichen wir Krynica Morska am frischen Haff. Er topfit, ich erschöpft und durchgefroren. Wie viele Kilometer waren das jetzt? Insgesamt bis nach Krynica 15. 15. Ja klar, Seemeilen vielleicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Mir tut alles weh. Ich will nie wieder Fahrrad fahren. Wie? Aber es war wie ganz Fahrrad toll. fahren. Die Route war ganz toll. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Ja, der Tag war lange. Robert hat sich verfahren. Hat den Weg nicht gefunden. Was? Der ist hier, der Masure, weißt du? Ja. Aber welche weg? Hier? Die spinnt, die spinnt. Doch, wir haben uns doch eben verfahren. Wir sind doch 2 Kilometer umsonst geradelt. Soll ich mal hier vorbei? Das ist ein bisschen... Ist dir nicht kalt? Du bist im T-Shirt gefahren. Es war erfrischend, muss ich dir sagen. Erfrischend. Erfrischend, nicht kalt. Wenn der Masure sagt erfrischend, dann war es Erfrischend. eigentlich super kalt, oder? Ein bisschen kälter wie normalerweise. Ale mamy piwko Du specjalne. würdest es nicht zugeben. Jak też mam. Łukasz friert natürlich auch nicht. Er bringt uns mit seinem Hausboot auf die andere Seite des Haffs. Kurz nach Sonnenuntergang erreichen wir Frauenburg, das heutige Fromborg. Ich will nur noch ins Bett. Ah, Dankeschön. Ich gehe mal hier so runter. dasz radę? Dasz radę, nie? Mann, war das ein langer Tag. Julia, mydę? Nee, kein bisschen. Kaum ausgeschlafen bekomme ich einen Geschichtskurs. Robert kennt sich ja aus. Er erzählt von dem Mann, der nach Feierabend nachgemessen hat, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersherum. Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus war hier als, kann man sagen, die Funktion als Finanzminister Ermlands. Wir sind jetzt in Ermland. Ach so, der war gar nicht als Wissenschaftler hier. Nein, Astronomie, das war sein Hobby. Ach, das hat er nur nebenher gemacht? Nebenbei, selbstverständlich, das war kein Beruf. Der studierte in Italien Medizin und Jura. Und kam dann nach dem Studium nach Ermland zu seinem
Onkel. Der Onkel war der Bischof von Ermland. Und da zuerst war der Leibarzt von seinem Onkel. Er kam als Arzt, Ja. wurde Finanzminister Kann man sagen, ja. und als Hobby hat er Astronomie gemacht. Und später mal hat sich entwickelt, dass das ein sehr talentierter Mann ist. Und da bekam er andere Funktionen. Und zwar in dieser Kathedrale, in der Kopernikus als Domherr eingesetzt war. Robert hat uns mit einem Bekannten verabredet, der sich in seiner Freizeit mit dem Astronom beschäftigt. Stanisław Kuprianiok. Dzień dobry. Das ist Julia. Julia. Stanisław. Stanisław. So, das ist unsere Welt. Stanisław macht auch Führungen auf dem Domhügel und weiß so ziemlich alles, was Kopernikus in Frauenburg getrieben hat. Zum Beispiel, dass der Kirchenmann lieber außerhalb der Dommauern wohnen wollte. Da hatte er nämlich einen Garten. So, und hier war jetzt sein Haus. Also geradeaus. Geradeaus. Das da? War gewesen, weil heute nur Fundamenten, Keller. In dem Garten neben dem Domhügel verbrachte Kopernikus viele Nächte mit Sterne vermessen und fand heraus, dass nicht etwa die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Er schrieb alles auf, starb aber noch vor der Veröffentlichung an einem Schlaganfall. Schlaganfall, rechte Seite war er gelähmt und im Mai ist gestorben. In Frauenburg, ohne Chance, den Weg in den Händen zu haben. Oh, Ja. das ist So ist traurig. passiert, so ist passiert. Und er wurde in der Kirche anonym beerdigt. Anonym? So war, ja. Dann sagt sie, Jetzt scheiden sich die Geister, ob er wirklich hier beerdigt ist. Vielleicht oder sicher. wir sind fast sicher, 2005 wurde bei Ausgrabungen hier in der Kathedrale ein Männerskelett gefunden. Und jetzt kommt's. Die Nase war deformiert. Was noch? Deformierte Nase. Wir wissen, dank Archiv, dass Nikolaus Kopernikus einen Unfall in Thorn gehabt hat und Effekt deformierte Nase. Dergleichen. Später wurde in einem Buch von Kopernikus ein Haar gefunden. Die DNA davon wurde mit dem Skelett von hier abgeglichen. Und siehe da, Übereinstimmung. Das war normal, wie Leonardo da Vinci. Also für mich ist die Sache klar. Für mich Oder? eigentlich auch. Auch wenn es laut Stanisław immer noch Zweifler gibt, die Kopernikus Grab hier nicht so recht glauben wollen. Ich bin Team Frauenburg. Ich sag bloß, was alle sehen. Wir sehen deutlich einen modernen Oh, sehr modern. Denkmal für Nikolaus Kopernikus. Ob nun Denkmal oder echte Grabtafel, darunter im Kirchenboden ist ein Sarg. Und höchstwahrscheinlich liegt darin der große Astronom Nikolaus Kopernikus. Und da ist alles von ihm drin. Und da ist alles von ihm drin. Die kleine Stadt am frischen Haff ist zu Recht stolz auf ihren prominenten Bewohner. ...30 Kilometer weiter liegt Elbing, das heutige Elbląg. Wir sind ausgeruht und fit für ein weiteres Erlebnis mit Łukasz. Der hat auf seinem Hausboot übernachtet, wir im Hotel. Hallo Łukasz. Hallo, dzień dobry. Dobry. Neuer Tag. Witam na pokładzie. Vielen Dank. Willkommen. Cześć. Also, fahren wir weiter, ja? Weiter geht's. Ja, heute. Wer fährt? Vielleicht du was? Okay, ich vielleicht? versuche. Von der ehemaligen Hansestadt führt der gleichnamige Fluss durch den Weichselwerder in den Drausensee. Jeder macht, was er kann. Ich Boot steuern, Robert Wissen beisteuern. Hier eigentlich, Julia, hier ist eine ungewöhnliche Landschaft. Weil hier vorne, wo der Draußensee ist, gleich kommen wir zu dem, das war früher mal Ostseebucht. Da drüben, vor 1000 Jahren, also circa bei dem 10. Jahrhundert, gab es eine Handelssiedlung, die hieß Trusow. Das hat man vor einigen Jahren erst entdeckt, eben an dem östlichen Ufer. Das war eine Handelssiedlung der
Prutzen, wo sogar die Wikinger kamen. Aber die Prutzen waren hier sozusagen die Ureinwohner? Ureinwohner, genau. Nie gehört. Warum kennst du dich da eigentlich so gut aus? Mit der Geschichte meinst du? Ich habe es in Danzig mit Germanistik angefangen. Nach einem Jahr aber kam ich zu der Entscheidung, das ist ja zu wenig, weil ich habe zu viel Zeit. Da habe ich angefangen mit der Geschichte. Aber da habe ich gleich das erste und das zweite Studienjahr gemacht. Als ich Bist du so ein Überflieger? Ja, ich weiß es nicht. Als ich auf dem dritten Jahr dann Germanistik war, da war ich dann schon auf dem zweiten Jahr von Geschichte. Toll. Ich hatte in Geschichte eine 4. Heute würde ich es anders machen. Ich mag Geschichte. Dann erreichen wir ihn, den legendären Oberlandkanal. In dem fahren die Schiffe, Achtung, bergauf. Und das machen sie hier seit über 160 Jahren. Und muss man dann da drin stehen bleiben? Da musst du an der Seite. Hier, muss ich raus Dieser jetzt? Stieg. Diese Anlage ist absolut Hightech. Aber Ich hau jetzt auf den Gong. super. Wenn die Lore sich zu bewegen beginnt, Ja. dann müssen wir den Bug, also das vordere Teil, Ja. bis hier halten. Jeszcze. I teraz chyba jest dobrze. Julia? Normalerweise fahren hier viel größere Boote. Unser kleines Hausboot verschwindet fast im Transportwagen, als der sich aus dem Wasser schiebt. Diese Schiffseisenbahn wurde ursprünglich für den Holztransport angelegt und ist eigentlich ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Sie funktioniert nämlich ganz ohne Strom, nur mit Wasserkraft. Bäm! Ich bin in eine andere Zeit gebeamt. Wir fahren tatsächlich mit unserem Boot bergauf. Das war die erste der 5 sogenannten geneigten Ebenen. Ein bisschen rechts, ein bisschen. Ja. Okay, rechts. Okay, gerade. Ohne berühren. Jetzt noch 4. Hier kann man das im Prinzip ganz gut sehen. Das ist die letzte. Das ist das hier, was ich gesagt habe. 13,22 Meter, 24, also insgesamt, Das ist immer der Höhenunterschied. guck mal, 99,5, also fast 100 Meter Höhenunterschied. Wie funktioniert das jetzt? Eigentlich ganz einfach, einfach aber genial, würde ich sagen. Einfach, aber genial. Ja, wenn ein Schiff reinfährt, dann wird das Wasser von dem Seitenkanal auf die Turbine gelenkt. Das Wasser fährt nach oben, nach unten und so wird das Ganze angetrieben. Von diesem Seitenkanal, das Ende ist in dem unteren Teil. Und deshalb musste ich den Gong schlagen, damit die wissen, sie müssen hier oben die Turbine angreifen. Genau. Deswegen das Haus von dem Mann ist hier eben da unten. Ja. Da sieht er, wenn das Schiff reinfährt in die Lore. Ja. Und mit dem Gong gibst du das Zeichen für ihn, dass du schon bereit bist, nach oben zu kommen. In diesem Falle nach oben. Muss er dann noch hier rüberlaufen? Hier, Oder kann er dort siehst du einfach hier sitzen diesen bleiben? Draht? Da ist ein Draht, siehst du? Ja. Hier, wo diese grünen Pfeiler sind. Da hinten der dünne. Und das Draht geht genau in das Maschinenhaus. Da, der kleine, ja. Genau, Okay. das heißt, der Mann von dem Wachposten, Der haut auch irgendwo drauf? nein, Nein? der schiebt nur diesen Draht. Und da weiß er, da ist eine Glocke, dass da eben schon... Da ist eine Glocke? Das Die will ich jetzt sehen. Gehen wir. Wir müssen auch gar nicht so lange warten wie befürchtet. Denn das nächste Schiff gibt auch schon laut. Hier braucht es noch 2 starke Arme und dann heißt es Wassermarsch. Die Turbine wird durch das Wasser aus dem Seitenkanal angetrieben. Das System ist von 1860 und wurde erst vor kurzem generalüberholt. Egal wie groß, die Schiffe werden scheinbar mühelos hochgezogen bzw. runtergelassen, wie bei einer Standseilbahn.
Und jetzt sind wir wieder dran. Oh. Fünf Stunden dauert dieses Abenteuer. Ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt und möchte nach jeder Ebene jubeln. Nochmal. Ganz ehrlich, warum soll ich Fahrrad fahren, wenn ich das hier haben kann? Unsere Etappe mit Łukasz geht hier zu Ende. Das nächste Boot müssen wir selbst steuern. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ich bringe ein paar Freunde mit. Okay. Die sollen sich alle dieses Wunder ansehen. Ja. Wszystkiego Alles Gute, najlepszego. dużo zdrowia. Zdrowia. Ja, stopy wody pod kilem. O, To dla mnie. To później. To dla dla mnie. ciebie, dokładnie. Cześć. Tschüss, auf Wiedersehen. Und das nächste Wunder gleich mit. Mittlerweile sind wir in der Region Ermland im historischen Ostpreußen. Da liegt Giertschwart, früher Dietrichswalde, das polnische Lourdes. Ein heiliger Ort. Das ist eine besondere Stelle, Julia, die ich dir zeigen wollte. Nämlich wir sind in Dietrichswalde bei einer Quelle und einem Ahornbaum hinter uns. Angeblich vor 150 Jahren geschah hier ein Wunder. Zwei Mädchen, die sind nach der Kommunion nach Hause gegangen. Und zuerst einer, später mal auch der zweiten, ist Maria erschienen. Maria hat zu diesen Mädchen auf Ermländisch geredet. Und das war für diese, nicht nur für diese zwei Mädchen, aber auch für die Bevölkerung von großer Bedeutung. Und dieser Wunder, wo die Maria in der Heimatsprache angesprochen hat, erweckte auch das religiöse Leben in Ermland. Und die Ermländer begannen auch, sich als Ermländer zu fühlen. Und das stärkte ihr Regionalbewusstsein und das der polnischen Bevölkerung in Ostpreußen. Dieser Wunder ist der einzige Wunder jetzt in Polen, der als Wunder von der katholischen Kirche offiziell akzeptiert wurde. Ach so, das ist richtig aufgeschrieben. Also nur- Achtung, hier ein Wunder. Ja, genau. Das einzige. Deswegen auch die Stelle und die Quelle, an der wir jetzt gerade stehen, ist sehr bekannt, sehr berühmt. Hier kommen im Jahr ca. 1 Million Pilger. Kann man es trinken, man kann sich auch waschen. Guck mal, man kann sich Man kann sich auch waschen? Gesicht waschen. Wenn du angeblich die Augen wäschst, dann werden die Augen immer gesund. Ja, das geht nicht. Ich habe Wimperntusche. Das kann ich jetzt nicht machen. Ja, ja, ich weiß. Aber ich kann ja so ein bisschen. Dann bleiben die Augen immer gesund. Und die Frau bleibt immer jugendlich. Guck mal. Top. Muss ich auch versuchen. Wirkt sofort. Also auf jeden Ich Fall. kann da ein bisschen schön mehr. viel. Du darfst ein bisschen mehr nehmen. Du bist Ich nicht muss ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ja, Wichtig ist der Glaube daran. da kann ich mir was abfüllen. Ne? Selbstverständlich, ist ein Muss für jeden, der hier kommt. Jeder füllt sich was ab. Deswegen kommen so viele Leute hier. Das ist wirklich gut. Super. Ich habe mein Augenwasser dabei. Kann ich heute Abend noch mal Bleibst du nicht nur für Abend, aber für die ganze Ewigkeit jung. jung. Ja, ich bleibe für die ganze Ewigkeit jung. Das wäre ein äußerst willkommenes Wunder. Außer den Pilgernden kommen auch solche, die einfach das frische Quellwasser schätzen. Miłego dnia. Wzajemnie. Danke. Der sagte in der Sommerzeit, aber das Wichtigste, in der Sommerzeit sind hier so viele Leute und nehmen sich das Wasser von dieser Quelle, dass man da sogar etwa 2 Stunden warten muss. Bis man dann hier steht überhaupt richtig- kommt an die Muss Quelle. man Schlange stehen? Wir hatten Glück heute.
Ich glaube, Wunder macht Hunger. Gott sei Dank ist Ermland auch für sein herzhaftes Essen bekannt. Das ist ja richtig voll hier. To jest Julia. Ursula Gajewska leitet das ermländische Gasthaus in Gierczwałd und lädt uns in die Küche ein. Toll. Dzień dobry. Dobre. Ich glaube, was ist das? Das sind die ermländische Klussen, glaube ich, kann man so übersetzen. Kluski. Kluski. Klößchen? Sind das kleine? Ja, ja, Klößchen. Ja, Kartoffeln. Aus Kartoffelmehl. Ja. Okay. Und das da? Das sind Zindzałki, das sind die ermländische Pierogen. Da ist was drin. Komischer Name, Zindzałki. Zindzałki. Ja. Zindzałki. Was ist da drin? Versch- Kartoffeln mit Schinken, sehe ich. Was ist da noch drin? Kartoffeln, also diese Schinken, ja, Schinken. Und Speck. Speck. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen? Für wie viele Leute hat er heute gekocht? Für wie viele Dla Menschen? ilu ludzi pan dzisiaj? 90. Für 90. 90. Sie sprechen Deutsch? Ja, ja. Ah, alles klar, er spricht Deutsch. Kapusta. Mag ich gerne. Mag ich total gerne. Mit Kümmel. Guck mal. Oh, und mit Karotten. Sieht gut aus und riecht gut. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ich freue mich schon. Und jetzt wird probiert. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Habt ihr ein Glück, dass ich schon wieder Hunger habe? Dziękujemy bardzo. Es gibt Kartoffelpuffer mit Fleisch und Gemüse, zeppelinförmige Klöße mit Speck, mit Grütze gefüllte Teigtaschen, Kartoffelkuchen, mit Pflaumen angemachten Kohl und Sauerkraut. Jak? Wszystko dobrze? Das war ganz lecker. Super? No to fajnie, cieszę się bardzo. Essen macht zwar meistens glücklich, aber manchmal eben auch nostalgisch, erzählt uns Ursula. Takie miłe, Nürnberg. tak, bo on zjadł te kluski. Gerade gestern waren zwei Männer hier in unserem Alter und die haben da gegessen, unter anderem auch diese Klößen, die wir auch heute probiert haben. Und einer nachher ist zu ihr gekommen und sagte, sie haben mir mit dieser Klößen meine Kindheit erfrischt, an meine Kindheit erinnert, wie meine Oma gekocht tak hat. super. Lange Zeit schienen diese Rezepte verloren. Diese Gerichte, die wir bekommen haben, die Rezepte dafür bekamen die von den alten Büchern, Kochbüchern und auch von den alten Einwohnern, die hier nach dem Krieg blieben. Und das waren Deutsche. Das waren Deutsche dann, ja. Das heißt, das sind eigentlich deutsche Gerichte? Też. Ermland gehörte an Deutschland. A z Niemiec Wenn die wracali z powrotem. im Laufe der Zeit jemanden in Deutschland gefunden haben, der sich mit der ermländischen Küche auskannte, der wurde hier eingeladen und die Frauen dann haben gekocht hier und haben gezeigt, wie das geht. Und von denen kommen dann die Rezepte. Tak. To dla Wegen der ciebie, bardzo Pilze. proszę. Das dadurch entstandene Rezeptbuch darf ich zum Nachkochen mit nach Hause nehmen. Ist allerdings auf Polnisch. Tak. Wir gehen auch jetzt, ne? Ja, gehen wir auch. War reichlich. Bardzo dziękuję, mogę uścisk. Ursula fragt, ob sie mich umarmen darf. Na, ich bitte darum. Dziękuję, było Danke bardzo für- miło. Oj, przepraszam. Danke für das Ja schöne też Essen. bardzo dziękuję. Tak. Robert? No, dreimal. Dziękuję serdecznie, tak? Do zobaczenia. Dziękuję wam serdecznie, tak? Dziękujemy bardzo. So, weiter. Toll. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde in diesem Gebiet ganz viel ausgelöscht. Da finde ich es irgendwie tröstlich, wenn kleine Traditionen wie die alten Gerichte wieder aufleben. Für uns beginnt morgen die nächste Wasseretappe. Da wollen wir die masurischen Seen erobern. Und ein Hausboot selbst steuern. Bei Ankunft in Węgorzewo, früher Angerburg, ist das Wetter noch freundlich und vielversprechend.
Doch dann hat es die ganze Nacht geregnet. 9 Grad, so soll es auch bleiben. Am Hafen herrscht Katerstimmung. Einige Bootsbesitzer haben die halbe Nacht gefeiert und sich das Wochenende schön getrunken. Auch unser Bootsvermieter ist unpässlich. Das ist es? Das ist unseres. Oh, das ist aber schön. Gefällt mir. Hält dir was? Aha. Warte mal, machen wir so. Okay, gib mir deins. Mein kleines Gepäck ist nicht schwer, nur groß. Der Bootsbesitzer hat seinen Neffen geschickt. Oh, ist ja voll die Edeljacht. Dzień dobry. To jest Konrad, das ist Konrad. Julia. To jest Julia. Będziemy płynąć. Robert. Druk. Konrad erklärt uns alles, was er wichtig findet. Was er uns nicht erklärt, erfahren wir noch früh genug. Drehzahl. Odpalamy silnik tutaj. Teraz mamy luz w tym momencie. Motor Tu an. jest przycisk. Przytrzymujemy przycisk. To jest Knopf an der Seite. Aha. Jeżeli chcemy wyłączyć silnik, cofamy po prostu kluczyk. To jest do przodu. Okay. Wir sind noch angebunden. Alles klar, noch sind wir angebunden, alles klar, verstanden. Wyłączmy, ausschalten. Wyłączmy silnik. Mamy Und hier, ganz wichtig, die Hupe. Tak, tutaj mamy klakson, nie będziemy może włączać. Machen wir draus nachher. Tak, dokładnie. Wycieraczki. Wipers. Wycieraczki, die Scheibenwischer. Ich hau mich weg. Jetzt kommt das alles Entscheidende. Kajüten aufteilen. Kamera, Ton, Robert, Julia. Genau. Würde mir machen gut wir. gefallen. So machen wir's. So, jetzt geht's los, Robert. Wer darf fahren? Ja. Ich glaube du. Ich? Du hast Nee, weißt du, das was mir meiste lecker- gelernt. Ich habe Angst. Pass auf, wir machen das so, weil ich die schöne Kajüte habe, darfst du zuerst Darf ich fahren. zuerst? Wunderbar. Von deiner Mach Seite. keinen Mist. So, Leinen sind los und ich bin an Bord. Ist das verrückt? Das ist total verrückt. Was allerdings noch verrückter ist, wir sind das einzige Boot, das heute ausläuft, obwohl ja Wochenende ist. Und irgendwie kommen uns alle anderen entgegen. Robert ist schlau und schaut nochmal in die Wetter-App. 40 Kilometer pro Stunde. Das ist schon eine Warnung. Die geben schon eine Warnung. Wir fahren hier bei Wetterwarnung los und sind beide noch nie Hausboot gefahren, außer mit Wukasch. Von 30, also ab 16 Uhr ist es weniger. Wir können aber sowieso nicht wenden, weil das hier im Kanal verboten ist. Der Mauersee beim Nebel. Der Mauersee. Und da fahren wir jetzt Weiß drüber, oder wie? Nee, Robert, ganz ehrlich, Ist sehr das windig. können wir nicht machen. Nee, das können wir auf keinen Fall machen. Das traue ich Drehen wir nicht. Ja, wir drehen um. Und warten 1-2 Stunden. Nach der Wettervorhersage in 2 Stunden soll es besser sein. Ja. Das hatte ich mir ja anders vorgestellt. Ich habe Nordpolen gesagt, nicht Nordpol. Totaler Anfängerfehler. Zum Mitschreiben. Wenn alle anderen Boote im Hafen bleiben, dann hat das einen guten Grund. Eins ist sicher, wir werden das hier überleben und wir werden auch richtig coole Seeleute. Denn es gibt noch so viel zu entdecken in Masuren. Es sei denn, einer geht über Bord.